Hallo, hier ist Meini. Heute zeige ich dir, wie du einen Entenbraten zum Beispiel zu Weihnachten zubereiten kannst, mit einer eher neuen, speziellen Zubereitungsart. Außerdem machen wir die Füllung zusammen, ziehen uns daraus später eine Soße und ich zeige dir, wie du die Ente am Ende tranchieren kannst. Die meisten Köche unter uns lernen bereits in der Ausbildung, dass der Bürzel, also das Schwänzchen, eigentlich entsorgt gehört, weil wir auf das darin enthaltene Drüsenfett, so nenne ich das jetzt mal, keine Lust haben. Aber trotzdem kann jeder machen, wie er das möchte. Wie immer der Hinweis an dieser Stelle, dass du meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren kannst. Dann wird die Ente erstmal gründlich unter kaltem Wasser von innen sauber gemacht, damit alle Blutgerinnsel, überflüssige Reste, teilweise noch Nahrungsreste und so weiter gründlich entfernt werden. Ich mache das vorher gerne erstmal mit dem Küchentuch. Die Flügel schneide bzw. breche ich hier an dieser Stelle weg und werde sie erstmal einfrieren und für eine Soße sammeln. Würde ich heute einen Jus-Ansatz machen wollen, dann würde ich sie natürlich verwenden. Dafür kannst du auch den Hals verwenden, der meist gemeinsam mit den Innereien in einer Tüte aufbewahrt wird. Die Innereien kann man später kurz salzen, pfeffern, gern auch leicht paniert, anbraten und separat zu der Ente servieren. Die überflüssige Haut am Hals wird ebenfalls eingeschnitten, bitte nicht zu eng einschneiden, weil wir noch genug Haut brauchen, um das Loch später zu nähen bzw. zu schließen. Jetzt machen wir die Füllung, die wir als Beilage, aber auch als Soße servieren können. Es gibt viele verschiedene Varianten mit Rosinen, Trockenfrüchten und so weiter. Ich verwende heute nur klein geschnittene Zwiebeln, säuerliche Äpfel, die ich ebenfalls klein schneide, und Orangen. Wie man Orangen filetiert, habe ich euch bereits in dem oben eingeblendeten Video gezeigt. Die Mengenangaben sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Die Füllung wird jetzt gesalzen, bisschen Pfeffer rein, ich verwende sehr gerne etwas Thymian darin und Beifuß macht das Ganze etwas bekömmlicher, etwas einfacher und verdaulicher für unseren Magen. Die von innen komplett saubere Ente wird jetzt mit reichlich Pfeffer und Salz gewürzt. Habt hier bitte keine Angst, bisschen mehr Gewürze zu verwenden, weil innen drin sind sehr viele Knochen und dadurch kommen die Gewürze sowieso etwas schwieriger an das Fleisch dran. Jetzt kommt die Füllung rein und umso gleichmäßig kleiner du die Zutaten geschnitten hast, desto mehr Füllung passt in die Ente rein. Der Hals- und der Bauchbereich wird jetzt mit einem Küchengarn verschlossen. Die Ente wird von außen mit Salz bestreut und die Keulen schneide ich persönlich gerne ein, damit die Knochen beim Garen leicht freigelegt werden und das Fleisch sich zurückziehen kann. Es gibt hunderte Möglichkeiten, die Ente richtig zu binden. Wichtig ist nur, dass erstens die Flügel am Körper befestigt werden sozusagen und dass die Keulen zusammengebunden werden. Wer mag, würzt jetzt zusätzlich noch mit Pfeffer und jetzt kommen wir zu der Zubereitungsmethode, wo ich die Ente nicht vorher abkoche und dann in den Ofen schiebe und auch nicht von Anfang an in den Ofen schiebe, sondern ich packe ihn in Alufolie bzw. in Backpapier fest ein, ähnlich wie bei der arabischen Lammkeule, die ich euch bereits gezeigt habe, und schiebe ihn in den Ofen. Erstens ist die Hitzeverteilung bei dieser Methode gleichmäßiger, das heißt die Keulen bekommen genauso viel Hitze ab wie die Brust. Und zweitens entsteht in der Folie drin ein gewisser Druck, ähnlich wie beim Druckgaren, wenn die Temperatur steigt, weil die verdampfte Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Wenn die Ente bei euch 2,5 Kilo wiegt, kommt sie für 2,5 Stunden bei 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt natürlich in den Ofen. Wenn sie 3 Kilogramm wiegt, dann bitte 3 Stunden in den Ofen. Danach kommt die Ente raus und das Entenfett mit den Trübstoffen zusammen kann dann abgegossen werden. Sollten sich eure Gäste verspäten, wartet einfach an dieser Stelle und öffnet erst dann die Ente, die jetzt noch unabgedeckt in den Ofen muss, damit sie eine Kruste bekommt. Wenn du von unten auch eine knusprige Haut haben willst, dann gib sie bitte auf ein Gitter. Während die Ente jetzt bei 180 bis 200 Grad Ober- und Unterhitze für mindestens 45 Minuten, besser noch für 60 Minuten in den Ofen geht und alle 10 bis 15 Minuten gerne mit dem Entenfett übergossen werden kann, schöpfen wir das aufgesetzte Fett ab. Dieses Fett könnte man sogar für den Rotkohl verwenden. Wie man Rotkohl richtig zubereiten kann, zum Beispiel meine Lieblingsvariante mit Ananas, das habe ich dir in den Kommentaren eingeblendeten Video bereits gezeigt. Ich persönlich übergieße die Ente nicht alle 10 bis 15 Minuten, sondern gehe gerne am Ende mit einem Stück Butter drüber. Das Tranchieren, Auslösen der Ente ist ganz einfach. Die Haut um die Keule herum einschneiden und die Keule leicht öffnen, also biegen, bis ihr das Gelenk seht. Dann einfach mit dem Messer zwischen das Gelenk gehen und die Keule lösen. Bei den Flügeln ist das genauso. Einschneiden, Gelenk finden, Gelenk trennen, fertig. Die Brust wird in der Mitte eingeschnitten, bis vorne hingezogen an den Dreiecksknochen entlang sozusagen und einfach quasi weggeknickt bzw. weggelöst.
Die Keulen, die Flügel und das Brustfleisch kann man natürlich in schöne Scheiben tranchieren, aber bevor ich sie tranchiere, kann ich sie kurz bei 80 Grad in den Ofen schieben, sozusagen warm halten, zwischenlagern, bis ich die Soße fertig habe. Das ist wahrscheinlich die einfachste Soße, die existiert. Ich gebe einen Teil der Füllung, das ich nicht als Beilage servieren will, in einen Topf rein und bedecke es mit Enten-, Gänse- oder Geflügelfond. Bei starker Hitze aufkochen, die Füllung pürieren und durchpassieren, wieder auf den Herd stellen, Stärke mit Wasser vermischen und die kochende Soße mit der Stärke abbinden, bis sie eine schöne Konsistenz erreicht hat. Bitte ein paar Minuten köcheln lassen, damit der mehlige Geschmack rausgekocht wird, wenn nötig noch ein bisschen abschmecken und gerne mit Rotkohl und Klößen servieren. Die Rezepte blende ich euch jetzt ein, abonniert mich und habt ein schönes Weihnachtsfest.